Die chinesischen Autohersteller drängen auf den europäischen Markt. Und zwar offenbar zuerst mit Elektroautos. Zu den ersten Anbietern könnte BYD oder Build Your Dreams gehören mit dem E6. Wir haben uns mit Henry Li unterhalten, dem Vertriebsmanager des chinesischen Autoherstellers. Herr Li, BYD hat auf dem Genfer Autosalon eine Kooperation mit Daimler bekannt gegeben. Können Sie uns bitte etwas mehr darüber sagen? Daimler und BYD haben zum 1. März 2010 ein Memorandum of Understanding über eine Kooperation unterzeichnet. Und die Zusammenarbeit betrifft die Entwicklung eines neuen Elektroautos für China, das unter einer neuen Marke erscheinen wird. And also to form a new brand in China. Außerdem haben Sie den E6 vorgestellt. And that's a serious production version. Ja, wir werden den E6 auf dem chinesischen Markt schon bald einführen. Außerdem planen wir, das Auto bis 2011 nach Europa zu bringen. Und können Sie uns etwas zum Auto selbst sagen? Es handelt sich ja um einen Van. Wir bezeichnen den E6 als Crossover-Fahrzeug. Es ist ein Fünfsitzer, der auch genug Platz für Gepäck hat. Dadurch spricht das Auto eine größere Zahl von Kunden an. Man kann es für die Flotten der Regierung verwenden, als Taxi, als Shuttle oder für Privatpersonen. Man kann es aber auch in einen Transporter umwandeln. Aber das Auto richtet sich auch an Familien. Wir denken, Flottenkunden und die Regierung werden die ersten Kunden sein. Privatkunden sind die nächste Phase. Und die Reichweite soll 330 Kilometer betragen? Ja, das ist die höchste Reichweite eines Fahrzeugs dieser Art. Dabei kommt es allerdings darauf an, wie man fährt. 330 Kilometer erreichen Sie bei konstanter Geschwindigkeit. In der Stadt oder bei variablem Gaspedaleinsatz kann die Reichweite geringer ausfallen. Und die Maximalgeschwindigkeit beträgt 140 km/h? Ja, das stimmt. Außerdem ist das Auto recht leistungsstark. Man spricht von 270 PS. Es gibt zwei Versionen. Die Variante mit Frontantrieb hat 75 Kilowatt, was 102 PS wären, und 400 Newtonmeter Drehmoment. Die andere Version mit Allradantrieb hat zwei Motoren. Der eine hat 160 Kilowatt, also 218 PS, der andere 40 Kilowatt, also 54 PS. Dabei würden also 200 Kilowatt zusammenkommen, was 272 PS entspräche. Und Sie benutzen eine spezielle Lithium-Ionen-Batterie? Es ist eine eisenhaltige Batterie. Lithium wird ebenfalls verwendet, aber das Kathodenmaterial besteht großenteils aus Eisen. Die Sicherheit ist dabei sehr hoch, weil wir denken, dass die Sicherheit das Wichtigste ist. Auch bei einem Unfall soll die Batterie nicht explodieren oder brennen. Außerdem ist die Batterie im Vergleich mit anderen Akkus sehr günstig. Und sie bietet eine hohe Zyklenzahl. 2000 Ladezyklen können erreicht werden.
Da die Batterie keine toxischen Stoffe enthält, ist sie auch besonders umweltfreundlich. Auch die Produktion ist umweltfreundlich. Hat das etwas mit Lithium-Eisenphosphat zu tun? Das ist eine ähnliche Chemie, aber wir haben eine spezielle Anordnung. Nochmal zurück zur Reichweite. Die wäre ja wichtig für Familien, die zum Beispiel von Deutschland in den Urlaub nach Italien fahren. Glauben Sie, Elektroautos schaffen das? Zu diesem frühen Zeitpunkt denken wir, ist die Nutzung auf die Stadt beschränkt. Wegen der Reichweite und weil noch keine Infrastruktur entlang der Autobahnen existiert. Aber das wird sich nach und nach ändern. Mehr Ladestationen würden auch die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen erhöhen. In 10 oder 20 Jahren werden wir genug Ladestationen an den Autobahnen haben, um auch weitere Fahrten zu ermöglichen. Sie haben ja auch eine Schnellladestation mit 380 Volt vorgestellt. Ja, die verwendet 3-Phasen-Drehstrom. Damit dauert das Aufladen nur 30 bis 60 Minuten. Und der private Nutzer könnte das Auto in 8 Stunden an der Haushaltssteckdose aufladen? Das hängt vom Modell ab. Unsere Dual-Mode-Hybrid-Modelle haben kleinere Batterien, die kann man über Nacht an der Haushaltssteckdose aufladen. Beim E6, wo die Batterien größer sind, dauert es wesentlich länger. Aber man kann ja auch eine Schnellladestation zu Hause nutzen. Wie groß ist denn die Kapazität der Batterie? Etwa 60 Kilowattstunden. 60 Kilowattstunden? Das ist wirklich viel. Mhm. Ein anderes Thema ist die Crash-Sicherheit. Brilliance hat beim Euro NCAP-Test ja nicht besonders gut abgeschnitten. Glauben Sie, dass BYD sich besser schlägt? Was die Sicherheit angeht, so werden die Richtlinien in China immer strenger. Der Abstand ist ja nicht so groß. Und wenn wir in Europa auf den Markt kommen, werden wir die hiesigen Anforderungen natürlich erfüllen. Ein Punkt, der an chinesischen Autoherstellern oft kritisiert wird, ist das Design, das sich oft an bekannten Fahrzeugen orientiert. Glauben Sie, dass BYD diese Probleme hinter sich gelassen hat? Ich glaube, Designgemeinsamkeiten sind ein allgemeines Phänomen. Jedes Jahr gibt es einen neuen Designtrend, dem alle folgen. Ähnlichkeit sind also kein chinesisches Problem. Nochmal zurück zur Markteinführung des E6. Können Sie uns schon etwas zum Preis sagen? Man spricht von $40.000 oder 30.000 Euro? Nein, wir haben noch keinen Preis für Europa genannt. Dazu ist es noch zu früh. Wir werden den Markt beobachten, aber wir werden den Preis rechtzeitig vor dem Start bekannt geben. Und werden Sie das Auto als Neuwagen verkaufen oder verleasen? Oh, beide Betriebswege sind vorstellbar. Und der E6 wird das erste Fahrzeug von BYD in Europa sein?
Das erste Elektrofahrzeug. Außerdem wird es den F3DM geben, ein Dual-Mode-Hybridfahrzeug. Werden Sie auch konventionell angetriebene Modelle in Europa anbieten? Nein, wir planen nichts dergleichen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Li. Gerne.